Spieltag 25 startet mit 2 siegreichen Teams vom letzten Wochenende. Gladbach hat nämlich in Heidenheim mit 3:0 gewonnen, hat da eigentlich relativ souverän gespielt, hat da nichts anbrennen lassen, hat einen relativ jungen Keeper hinten drin. Also auch da wird geschaut, dass der Nachwuchs nicht zu kurz kommt und von daher stehen die Gladbacher auch wieder oben mit dabei im Kampf ums internationale Geschäft. Mainz hat in Leipzig gewonnen mit 2:1. Hat mich sehr gewundert, hat mich aber auch gefreut, ja, alleine weil Leipzig verloren hat. Aber jetzt ist halt das direkte Duell, ne? Beide Mannschaften können ins internationale Geschäft, wollen vermutlich auch, also wahrscheinlich wird das nicht öffentlich so kommuniziert, aber intern glaube ich schon, dass sich der eine oder andere wünscht, dass man dann am Ende international spielt. Von daher mache ich immer ein 1:1, weil ich glaube, beide wollen, beide werden auch nach vorne spielen, werden sich Chancen kreieren, aber beide wollen vielleicht auch nicht zu viel riskieren, weil sie nicht den Abstand nach oben verlieren wollen, wobei Mainz steht ja vor Gladbach, also müsste Gladbach da eventuell ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube, wenn die Gladbacher so eine souveräne Saison auf dem 8. Platz betten oder 9. Ich freue mich, dass es bei denen wieder ein bisschen besser läuft, weil wenn die dann auch noch irgendwann verschwinden würden aus der Bundesliga, dann wäre es halt echt irgendwann total langweilig. Aber gut, Gladbach-Mainz 1:1. Am Samstag unter anderem gibt es das Duell der Fanfreundschaften. Bayern gegen Bochum. Bayern hat unter anderem unter der Woche gegen Leverkusen in der Champions League vorgelegt. 3:0 zu Hause. War schon relativ stark. Das heißt, die stehen schon mit einem Bein im Viertelfinale. Die haben letzte Woche in Stuttgart gewonnen mit 3:1 nach Rückstand. Das Spiel noch gedreht. Haben da von 2, 3 Fehlern profitiert, der Stuttgarter. Haben sie aber auch eiskalt ausgenutzt. Das musste dann halt auch erstmal machen. Und Bochum hat zu Hause gegen Hoffenheim verloren. Ja, eine schmerzhafte Niederlage. Beide standen unten drinne oder stehen halt auch noch unten drinne. Hoffenheim hat jetzt aber ein paar Punkte Vorsprung, hat ein bisschen Luft. Bochum steht mit Heidenheim und Kiel halt auf Platz 16, 17 und 18. Und ich glaube auch nicht, dass die in München was holen werden. Die könnten ein bisschen rotieren, die Bayern. Das könnte eventuell eine kleine Chance sein für Bochum. Aber ich glaube, selbst wenn die Bayern 10, 11 Mal rotieren würden die Bayern das immer noch irgendwie hinkriegen. Deswegen mache ich mal ein deutliches 3:0. Tut mir leid, liebe Bochumer, ihr könnt gerne auch in der Bundesliga bleiben. Aber die Bayern, die machen das. Und dann im Rückspiel könnte ich mir vorstellen, dass sie das doch nach Hause bringen. Könnte vielleicht nochmal knapp werden, wenn die Leverkusen am Anfang ein schnelles Tor machen. Aber ich glaube, die Bayern, die haben relativ stark gespielt. Und wenn sie das im Rückspiel nochmal zeigen, dann glaube ich, werden sie auch weiterkommen. Dann kommen wir jetzt zu Leverkusen. Die spielen nämlich zu Hause gegen Bremen. Auch die werden sicherlich ein bisschen rotieren müssen, können, werden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mich sehr gewundert, dass Xabi Alonso ohne Stürmer gespielt hat. Also weder Patrick Schick noch Victor Boniface haben gespielt. Vielleicht hebt er sich ja beide fürs Rückspiel auf. Oder im Heimspiel gegen Bremen. Leverkusen hat gegen Frankfurt zu Hause letzte Woche gewonnen, 4:1. Das war sportlich gesehen leider hoch verdient. Haben relativ souverän so im 3., 4. Gang gewonnen. Auf halber Sparflamme. Ich hatte immer das Gefühl, die hätten auch nochmal einen Gang zulegen können. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Sonst hätten wir noch 2, 3 Dinger bekommen. Das war einfach nichts von Frankfurt und Leverkusen hat das dann gut runter moderiert. Bremen hat zu Hause gegen Wolfsburg verloren, 2:1. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ich dachte, dass die Bremer sich da befreien. Haben auch gut gespielt, waren die bessere Mannschaft, haben aber ihre Chancen nicht genutzt und haben dann halt so 2... Gut, das eine Tor war so mit dem Rücken nach einer Ecke und das zweite Tor soll wohl ein Traumtor gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen im Live-Ticker, aber jetzt wird es halt für die Bremer in Leverkusen nicht viel einfacher. Auch die müssen auch immer noch mal den Blick nach unten bewahren. Die sind auch noch nicht ganz raus. Und ich glaube, auch wenn Leverkusen ganz oft rotiert und Wirtz meinetwegen auf der Bank lässt und Frimpong oder Grimaldo, dass sie das gegen Bremen trotzdem noch machen. Ich würde es ein bisschen knapper machen als die Bayern gegen Bochum. Und dann im Rückspiel, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn die Leverkusen es schaffen, ein frühes Tor zu machen, vielleicht sogar ein zweites Tor nach einer Viertelstunde, dann schwimmen die Bayern, denke ich mal auch. Dann ist das Stadion da, dann ist die Atmosphäre da, dann haben die Rückenwind. Aber Leverkusen steht auf jeden Fall unter Druck, dass sie müssen. Sie müssen 3 Tore mindestens mal aufholen, wenn sie noch ins Viertelfinale wollen. Und deswegen wird das auch im Rückspiel eine brisante Partie. Und jetzt hier am Wochenende gegen Bremen glaube ich, dass sie das vielleicht sogar deutlicher machen, als ich das hier getippt habe. Nächste Champions League Mannschaft unter der Woche, die aktiv war, Dortmund gegen Lille 1:1 gespielt. Da war auch die erste Halbzeit relativ gut. Zweite Halbzeit haben sie dann ein bisschen abgebaut. Die haben letzte Woche in Hamburg auf St. Pauli gewonnen, gegen St. Pauli mit 2:0. Auch da die Tore in der zweiten Halbzeit gemacht durch Guirassy und Adeyemi. Adeyemi ist zurzeit wohl ganz gut in Form, hat so die letzten 1, 2 Spiele richtig gut performt und auch getroffen. Und von daher ist jetzt wieder die Frage, welches Gesicht zeigen die Dortmunder, ne? Das Gesicht wie gegen Union, das letzte Heimspiel auf St. Pauli 2:0 gewonnen oder das gegen Lille, weil die Augsburger, die letzte Woche gegen Freiburg 0:0 gespielt haben, die können halt auch überall mal einen Punkt mitnehmen, ne? Und auch in Dortmund, das wird auch für Dortmund nochmal so ein schwerer Spagat zwischen dem Champions League Rückspiel und jetzt Bundesliga Heimspiel. Aber auch da müssen die ihre Punkte holen, wenn die noch irgendwie ins internationale Geschäft wollen. Das ist noch möglich, da müssen sie jetzt aber mal eine Serie starten.
Und ich tippe sie hier nochmal auf Sieg. Auch knapp. Ich mache mal hier ein 3-2. Ich weiß gar nicht warum, aber 3-2. Augsburg, echt 2 Tore in Dortmund? Nein, machen wir einfach mal. Ich möchte mich dabei euch entschuldigen, wenn ihr immer Werbung bei mir im Hintergrund seht. Ich kann dafür nichts. Ich habe die so nicht gemacht. So, also 3-2, Dortmund zu Hause gegen Augsburg. Und dann hoffe ich natürlich aus deutscher Sicht, dass die Dortmunder das auch in Lille hinkriegen. Geht ja auch wieder um den 5. Champions League Platz. Für die nächste Saison Startplatz. Mal gucken, wie wir da abschneiden werden. Aber schauen wir mal, was Dortmund gegen Augsburg macht. Nächstes Spiel ist dann Holstein Kiel gegen den VfB Stuttgart. Die Kieler haben bei Union Berlin überraschend 1:0 gewonnen. Haben vieles wegverteidigt bekommen, hatten auch einen guten Keeper hinten drin. Und vorne haben sie halt dann einmal eiskalt zugeschlagen vor der Pause. Und Stuttgart hat gegen Bayern zu Hause verloren. Die haben sie aber mehr oder weniger eingeladen. Es lief eigentlich alles für Stuttgart. Die haben geführt. Ich glaube, kurz vor der Pause ist das Tor sogar gefallen. Durch Stiller, meine ich sogar. Der hat dann halt auch einen Fehler gemacht in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, die beiden hatten dann sogar noch einen Elfmeter. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ich glaube, die müssten noch einen Elfmeter bekommen haben. Und die Stuttgarter wollen halt auch oben dran bleiben. Ne? Also diese Saison sind die Champions League Plätze, glaube ich, so umkämpft wie schon lange nicht mehr. Also Stuttgart, Leipzig, Mainz, meinetwegen kann er auch noch mit rein. Wolfsburg vielleicht, Frankfurt ist oben mit dabei. Und vielleicht noch 1, 2 andere Mannschaften. Also das wird wirklich bis zum Schluss. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das erst am letzten Spieltag entschieden wird. Weil wir unter anderem halt auch nicht jedes Spiel gewinnen, die Eintracht. Ne? Wir haben auch noch ein paar Krachergegner vor der Brust. Aber ich glaube in dem Fall, dass die Stuttgarter das machen. Ich sehe die einfach stärker. Klar, die Kieler durch den Sieg bei Union ein bisschen mit Rückenwind. Aber ich glaube, von der Qualität her wird es auch da dann am Ende nicht reichen. Ich glaube, dass den Kielern am Ende oder gegen Ende der Saison ein bisschen die Puste ausgeht. Vielleicht reicht es ja für Platz 16 und man bekommt dann, ja, keine Ahnung, vielleicht den HSV wieder in der Relegation oder Düsseldorf oder was weiß ich. In der zweiten Liga wäre ja auch gefühlt keiner aufsteigen. Die gewinnen ja da auch jedes Wochenende und die Tabelle verschiebt sich. Da können auch 7, 8 Mannschaften aufsteigen. Verrückt. Absolut verrückt, aber gut. Stuttgart-Kiel 2:0, mein Tipp. Mal gucken, ob das auch so in Erfüllung geht. Nächste Partie, Nordduell, Wolfsburg gegen St. Pauli. Die haben, also Wolfsburg hat den Bremen gewonnen, 2:1, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ein etwas kurioses Tor mit dem Rücken oder mit dem Hinterteil. Und das zweite Tor war halt ein Traumtor, habe ich gelesen im Live-Ticker. St. Pauli hat zu Hause gegen Dortmund verloren, 2:0. Bei St. Pauli ist das auch so ein Phänomen. Die könnten auch, das habe ich auch schon öfter gesagt, viel besser stehen, wenn sie einfach vorne mehr Tore schießen. Weil defensiv sind sie nach wie vor, glaube ich, mit einer der besten Mannschaften, also kassieren mit die wenigsten Gegentore. Aber was bringt einem das, wenn du halt vorne die Bude nicht triffst? Das wird auch ein Problem sein in Wolfsburg. Da werden sie auch nicht gewinnen. Meiner Meinung nach, mein Tipp 2:1 für den VfL. Die greifen dann halt auch nochmal oben mit an im Kampf um die europäischen Plätze, sei es jetzt Conference League, Euroleague oder sogar die Champions League. Ich habe die Tabelle jetzt nicht im Kopf. Ich müsste mir die nächsten Spieltage mal die Tabelle ein bisschen zur Seite legen. Aber ja, Wolfsburg Heimsieg gegen St. Pauli 2:1. Das Topspiel dann am Abend, sportlich gesehen, ist das eine ziemlich schwere Nummer für beide Teams. Freiburg gegen Leipzig. Freiburg hat in Augsburg 0:0 gespielt. Die spielen eigentlich auch selten 0:0. Also bei Freiburg fallen eigentlich immer ein paar Tore. Und die hätten halt in Augsburg auch eigentlich verlieren müssen. Hatten am Ende noch Glück, dass die Augsburger den Pfosten getroffen haben. Es hätte halt zum Spiel gepasst, dass die Freiburger das noch 1:0 gewinnen. Die hatten öfter so Spiele, wo sie eigentlich unterlegener waren. Der XG-Wert, der wird sich ja immer gerne daran orientiert. Da waren sie oftmals halt unterlegen, haben dann trotzdem Spiele gewonnen. Und von daher hätte das dann ganz gut ins Bild gepasst, wenn sie da gewonnen hätten. Leipzig zu Hause gegen Mainz verloren, 2:1. Auch die spielen diese Saison halt nicht überragend. Die sind normalerweise auch immer ein fester Kandidat für die Champions League Plätze. Platz 3 geht eigentlich dann an Leipzig hinter Leverkusen und den Bayern. Und deswegen ist gerade diese Saison die Chance für viele Mannschaften so groß wie noch nie, in die Champions League zu kommen. Mainz zum Beispiel, Frankfurt. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, dass sich das nächste Saison wieder ein bisschen zurechtrückt, dass vielleicht auch Leipzig wieder ein bisschen stabiler spielt. Mit Marco Rose, ohne Marco Rose, weiß ich nicht. Der soll ja auch nicht so ganz fest im Sattel sitzen und da hoffe ich halt auch auf ein Unentschieden. Deswegen mache ich hier ein 1:1, weil so ähnlich wie bei Gladbach gegen Mainz habe ich das Gefühl, dass beide wollen, beide müssen mehr oder weniger, ja, um ihre Position zu festigen. Beide wollen vielleicht auch am Ende nicht so viel riskieren. Leipzig ist ja gar nicht mehr in der Champions League, die haben es nicht mal über die Ligaphase hinaus geschafft. Und Freiburg ist halt Freiburg. Die können auch Leipzig zu Hause schlagen. Hätte ich jetzt persönlich auch nichts gegen. Genau, schauen wir einfach mal. Sonntag gibt es dann noch 2 Begegnungen. 15:30 Uhr geht's los mit Frankfurt gegen Union. Die spielen, Stand heute der Aufnahme, 18:46 Uhr um 21 Uhr bei Ajax Amsterdam. Schönes Spiel. 2 Mannschaften, 2 Teams, die in Europa bekannt sein sollten, die auch ja bekannt sind für ihren Fußball, für ihre Förderung der Talente, besonders bei Amsterdam. Ja, ich sag nur Frankie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, die da gespielt haben, die dann weggegangen sind von Amsterdam. Und von daher Van de Beek,
Jetzt, wo ich gerade noch auf Frankfurt komme und United und Amsterdam. Van der Beek hatte auch seine beste Zeit gehabt, seine beste Phase, bei uns dann halt leider nicht. Wir haben zu Hause gegen Leverkusen verloren, 4-1, habe ich gerade schon mal gesagt. Ja, ist ziemlich unspektakulär verdient. Die Eintracht war zu keinem Zeitpunkt dieses Spiels irgendwie überhaupt da. Vielleicht mal 5 bis 10 Minuten, wo sie dann das 1:3 gemacht haben. Aber es war halt zu schwach. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ein Can Uzun nicht mal von Anfang an die Chance bekommt, weil ich finde, der belebt einfach das Spiel. Seitdem Mamouche weg ist, fehlt da halt so eine Komponente und Uzun wird das nicht 1:1 ersetzt bekommen, das ist klar. Aber so ähnlich wie Mamouche geht der ins 1 gegen 1. Der ist am Ball richtig gut, sehr versiert. Und von daher würde ich ihm zum Beispiel gegenüber einem Ansgar Knauf bevorzugen. Ansgar Knauf kannst du immer mal wieder reinbringen, so die letzten 15, 20 Minuten, weil der hat halt auch Speed, muss man dazugeben, aber den verspringen halt auch auf die Bälle und das sieht oftmals sehr unglücklich aus bei ihm. Aber auch bei anderen, die waren an dem Spieltag, waren so irgendwie alle nicht gut drauf. Deswegen, weil die Chance so groß ist wie noch nie, in die Champions League einzuziehen über die Liga, sollte die Eintracht das nutzen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist so das große Motto. Wenn nicht jetzt, wann dann zu Hause gegen Union? Die haben halt gegen Kiel zu Hause verloren. Und das ist halt das Problem, dass sie halt auch noch ein paar Punkte brauchen, dass sie auch auf den Sieg spielen, natürlich bei uns. Die werden sich aber mit ihrer Fünferkette wahrscheinlich hinten reinstellen oder mit ihrem, ich weiß gar nicht, was sie jetzt für ein System spielen, ob sie Viererkette spielen unter Baumgart. Gehen auf jeden Fall vorne drauf. Frühes Pressing. Und Union ist halt auch ganz eklig zu bespielen, wie Augsburg, wie Freiburg zum Beispiel. Da haben wir ganz viele Vereine in der Liga, gegen die man halt nicht gerne spielt. Ich hoffe trotzdem auf den Sieg. Ich tippe mal ein 2:0, obwohl ich die Eintracht, glaube ich, nicht ohne Gegentor sehe. Da waren mir die letzten Spiele doch ein bisschen zu unsicher. Aber gut, wir müssen. Wir spielen danach gegen Bochum unter anderem. Wir spielen auch zu Hause gegen Heidenheim, gegen St. Pauli. Wir spielen aber auch noch gegen Stuttgart, in Bremen und in Freiburg am letzten Spieltag. Also, wie gesagt, Chance nutzen. Die kommt so schnell, glaube ich, nicht mehr wieder. Und dann schauen wir uns das dann am Sonntag einfach mal an. Und dann haben wir noch den Abschluss um 17:30 Uhr. Hoffenheim gegen Heidenheim. Hoffenheim hat in Bochum gewonnen, 1:0. Wichtiger Sieg aus deren Sicht. Die haben jetzt ein bisschen Luft, ein bisschen Platz zwischen sich und Kiel gelassen. Und auch Heidenheim und auch Bochum. Heidenheim hat zu Hause gegen Gladbach verloren, 3:0. Für Heidenheim wird es mich, oder wäre es schade, weil ich mag Frank Schmidt. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde das richtig cool, was er da über die letzten Jahre aufgebaut hat in Heidenheim. Die haben aus wenig viel gemacht. Sind aufgestiegen, haben auch ein paar Saisons gebraucht dann, auch in der zweiten Liga und auch in der dritten Liga damals. Deswegen wäre es ein bisschen schade, wenn die absteigen würden. Aber die Liga braucht einfach wieder so Vereine wie Hamburg, Schalke auch, Düsseldorf, von mir aus auch Kaiserslautern, Hertha. So Teams gehören einfach in die Bundesliga. Ja, da wird die Bundesliga erstens mal wieder attraktiver. Man hat das Gefühl als neutraler Fan, dass man sich auch auf den Sonntag mal ein HSV-Spiel angucken kann oder auch mal Lautern gegen Frankfurt, ist ja auch ein Derby. Oder sich halt diese Spiele auch mal anguckt, ja, oder wenn Schalke da mal irgendwann wieder da ist und Düsseldorf und Hannover und Hertha und hast du nicht gesehen, dann wäre das wirklich eine coole Liga, würde ich sagen. Also jetzt hier fürs sportliche Hoffenheim-Heidenheim. Ich würde Hoffenheim oder Heidenheim mal wieder einen Sieg gönnen, deswegen knappes 2:1. Es gibt ja ab und an mal einen Überraschungssieg, wahrscheinlich wird Union in Frankfurt dann gewinnen, wenn ich das schon so formuliere. Aber gut, wir speichern die Tipps und gucken dann natürlich wie immer auf die Gesamtübersicht. Da sehen wir den Rass auf der 1 mit 12 Punkten Vorsprung vor Hegebusch, Prinz Poldi und Musiklo. Alles noch ganz eng beieinander. Der Rass hat halt mit 12 Punkten mal ein kleines Punktepolster sich geschaffen. Kann aber auch ganz schnell wieder einbrechen, wenn die anderen dementsprechend viele Punkte holen. Ich bin auf Platz 40, mich müsst ihr ignorieren. Ich werde da nicht mehr mitspielen. Ich scroll einfach mal nach unten. Wenn ihr noch aktiv mit dabei seid, dann seht ihr euch ja. Wenn nicht, dann werdet ihr euch auch in diesem Video nicht mehr wiederfinden. Ich möchte mich jetzt zum Abschluss dieses Videos, warum ich das nicht am Anfang gemacht habe, weiß ich nicht. Ich möchte mich aber nochmal bei euch bedanken. Ich habe nämlich die 10.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. 10.000 Abonnenten, dazu wird es auch noch ein Special-Video geben. Vielleicht jetzt nicht in nächster Zeit, aber es ist in Planung, es wird auf jeden Fall hochgeladen. Ja, für eure Treue. Egal, ob ihr jetzt schon länger mit dabei seid, ob ihr erst seit diesem Jahr mit dabei seid, seit einer Woche, vielleicht auch erst seit heute und ihr auf Abonnieren geklickt habt. Ich finde das wirklich ziemlich klasse. Ich habe das ja vor 14 Jahren als Hobby begonnen und hätte nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal hier sitze und die 10.000 Abonnenten habe, also 5-stellig jetzt bin. Das, ja, wollte ich euch nur mal sagen, das wollte ich jetzt hier mal loswerden. Ich hatte es schon auf meinem Discord geschrieben, aber es ist immer noch mal schöner, wenn ich das hier im Video sage. Also 10.000 Abonnenten sind geknackt, es geht jetzt weiter. Das nächste Ziel sind 11.000 Abonnenten und irgendwann dann vielleicht die 20.000 Abonnenten. Irgendwann sitze ich hier mit einem silbernen YouTube-Play-Button, wenn es den bis dahin überhaupt noch gibt. Also, keine Ahnung, wir werden sehen. Vielen, vielen Dank, viel Glück für eure Tipps, schönes Wochenende und bis nächste Woche zu Spieltag 26. Macht's gut. Ciao, ciao.